Ja, da gibt es einiges zu besprechen. Das tun wir jetzt mit unseren Reportern hier in Berlin, Max Hermes und Marco Reinke. Der ist für uns im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, ihr beiden. Max, lass uns bei dir mal beginnen. Ja, was weiß man denn inzwischen auch weiteres über den Täter, also diesen Libyer, und auch was genau er geplant hatte? Guten Morgen, Marie. Guten Morgen, Carsten. Die Informationen sind noch etwas spärlich, aber ein bisschen was können wir zusammentragen. Omar A., ein 28-jähriger Mann, der im November 2022 aus Libyen, also dem Bürgerkriegsland, gekommen ist nach Deutschland als Flüchtling. Im Januar 2023 hat er dann einen Asylantrag gestellt. Der ist dann rund 8 Monate später im Herbst 2023 abgelehnt worden. Also er hätte eigentlich gar nicht mehr hier sein dürfen zu dem Zeitpunkt. Aber wie konnte es dazu kommen, dass sich dieser Mann radikalisiert hat? Wir wissen nicht viel über ihn, aber er hat eine Wohnung besessen in Bernau bei Berlin. Diese Wohnung ist durchsucht worden. Da werden jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auch die Gegenstände, die dort gefunden wurden, ausgewertet. Und es gab eine weitere Wohnung eines Nicht-Tatverdächtigen in der Nähe von Bonn, also in Nordrhein-Westfalen, die ebenfalls durchsucht wurde. Auch dort werden jetzt die Spuren und die Gegenstände, die dort gefunden wurden, ausgewertet. Der Mann sitzt inzwischen in Haft in Karlsruhe. Er wurde gestern dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Die Bundesanwaltschaft hat schon durchblicken lassen, dass er sich offensichtlich in einem Messenger-Chat mit dem Islamischen Staat, also der Terrororganisation, ausgetauscht hat. Wir wissen auch nicht, handelt es sich dabei um Telegram, WhatsApp oder einen anderen Messenger und welche Art von Nachrichten dort ausgetauscht wurden. Aber die Hinweise kamen offensichtlich von einem ausländischen Geheimdienst, dass er diesen Anschlag mindestens seit Oktober 2024, also seit diesem Monat oder eben auch schon früher, geplant hat. Also eine Radikalisierung offenbar im Netz, möglicherweise auch via TikTok. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigen oder dementieren. Auch ob der Mann noch mögliche Mitwisser oder andere Täter im Umfeld gehabt hat, wissen wir nicht. Zurzeit sitzt er in Karlsruhe im Gefängnis, wird dort sicherlich vernommen und vor allen Dingen werden jetzt die Gegenstände ausgewertet, die in den beiden Wohnungen gefunden wurden. Max, danke für diese aktuellen Einordnungen und deshalb wollen wir gleich weiter in den Deutschen Bundestag schauen zu Marco. Marco, wie wird denn das jetzt schon wieder politisch diskutiert, dass dieser Libyer gar nicht mehr hätte in Deutschland sein dürfen, denn sein Asylantrag ist ja abgelehnt worden? Ja, schönen guten Morgen, ihr beiden. Also allen voran beginnt damit, du sagst es eben wieder, die Diskussion darum, wie mit Menschen umgegangen wird, die eigentlich ausreisepflichtig sind und dann am Ende aber nicht abgeschoben werden können. Libyen hat kaum vorhandene staatliche Strukturen und das bedeutet im Umkehrschluss, nur wer wirklich freiwillig ausreisewillig ist, der kann am Ende auch erfolgreich abgeschoben werden. Ansonsten misslingt das in den meisten Fällen, weil einfach die deutschen Behörden bisher keine Ansprechpartner in Libyen so richtig haben, man sich da auch nicht sonderlich kooperationswillig zeigt und damit dürfte natürlich wieder die Diskussion darum beginnen, wie man damit eben umgehen kann, dass solche Menschen dann eben noch teils Jahre hier bleiben können und nicht abgeschoben werden können. Also von daher diese Diskussion, die wird jetzt sicherlich noch einmal aufflammen. Es gibt ja beispielsweise Forderungen eben nach Drittstaatenlösungen, aber eben auch nach Modellen, wie es ja beispielsweise Italien jetzt mit Albanien macht. Also das heißt, Asylverfahren auszulagern für Menschen, wo das Ganze eben am Ende schwierig werden dürfte. Das sind momentan die Debatten und die Forderungen, die geführt und die diskutiert werden. Nicht Ägypten. Marco, das ist ja auch sowieso jetzt ein Fall, der mitten reinkommt in eher die schwelende Diskussion rund um das Sicherheitspaket. Und da zentral ist ja die Frage, wie viele Befugnisse bekommen die deutschen Sicherheitsbehörden? Denn auch in diesem Fall war es ja so, dass der Tipp, der entscheidende, wohl wieder von einem ausländischen Geheimdienst gekommen ist. Also inwiefern wird jetzt diese Diskussion noch weiter befeuert? Also man muss bei der Diskussion um das Sicherheitspaket ein bisschen aufpassen, denn die reinen Befugnisse, so wie sie jetzt hier in diesem Falle nötig gewesen wären, also das wirklich anlasslose Speichern und Durchsuchen von Messenger- und Chatnachrichten beispielsweise, das war überhaupt nicht Teil des abgelehnten Teils des Sicherheitspaketes, das ja am Freitag durch den Bundesrat gefallen ist, sondern das ist eine Diskussion, die momentan getrennt davon geführt wird. Justizminister Marco Buschmann hat zu
zuletzt vorgestellt, dass man ein sogenanntes Quick-Freeze-Verfahren einführen könnte. Das wäre so eine Art Abwandlung der Vorratsdatenspeicherung, wie sie zumindest auch die FDP sich vorstellen könnte. Das würde konkret bedeuten, dass man beispielsweise IP-Adressen, aber eben auch Telefondaten speichern könnte, wenn es einen ganz konkreten Verdacht gibt. Dann könnte man damit loslegen und da reicht dann eben auch der konkrete Verdacht. Nancy Faeser, die wollte zuletzt noch einen ganzen Schritt weitergehen, wollte auch anlasslose Vorratsdatenspeicherung möglich machen. Das Ganze allerdings in einer rechtskonformeren Art und Weise, als das ja schon vor einigen Jahren der Fall war. Das dürfte allerdings schwer umzusetzen sein mit der FDP, die das ja zumindest bisher abgelehnt hat. Marco, also die politische Diskussion wird jetzt wieder natürlich voll entfacht nach der Festnahme des mutmaßlichen Terrorverdächtigen, nach dem vermutlichen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin. Danke für deine Einordnungen in den Bundestag.